Und hier sind wir bei der neuen Folge von The Outer Worlds. Deine wievielen Punkte aus. Ich glaube, ich muss nach Fallbrook. Eröffne ein Scheinkonto als Leistungsempfänger für Ellie. Ja, okay, also ich mache nur. Das einzige Brief in diesem Postfach ist an das Außenbüro des Greater Halcyon Insurance auf Fallbrook. Okay, ich glaube, ich muss dann wirklich nach Fallbrook, ne? Mhm. Ja, okay, alles klar. Ach, irgendwo im Byzantium. Okay. Dann machen wir doch das da schnell. Hier ist irgendwo... Ach, hier? Welcome, intrepid adventurer, to Prosperity Plaza, where the shops never close. Now, make your way to the bustling region of Emerald Vale. Prepare to be dazzled by the Vale's breathtaking lava flows, rated the third most impressive in Halcyon. Okay. Auch fertig. Emerald Vale. Da war die auf dem Schiff. An den Docks von Byzantium. Okay, alles klar. Ganz kurz nochmal die Karte. Hier muss ich dann auch nochmal hin, ne? Aber ich mache erstmal schnell die Docks. Hier muss irgendwo mein Kontakt sein. Natürlich. Do you mind? I'm meeting someone. Ja, das ist der jemand bin ich. Finde hat mich geschickt. Shh. No names, okay? The Phoenix is a wanted man and the board has eyes everywhere in Byzantium. Mhm. Das sind Informationen für uns, für mich. Yeah, you're looking to make contact with Minister Magpie, right? I should warn you, it won't be easy. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. Es muss doch einen Weg geben, den Minister an einer wenigen gesicherten Uhr zu erwischen. Afraid not. He almost never leaves his home and his guards never leave him. Can't say I blame him. It's scary out of doors. I mean, can you even count how many times we've been shot at? What work specialists, huh? Our mutual friend is really branching out. Könntest du mich ins Anwesen des Ministers einschleusen? Whoa, I'm not one of your B&E specialists. I just provide intelligence. Okay, was kannst du mir verraten? Some of the guards hang around Billingsley's House of Inebriation between shifts. That place is still open? I used to study there during medical school. Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Danke für die Info. Just remember, you didn't hear it from me. Okay, das habe ich schon erledigt, nämlich. Wie bist du eigentlich an diese ganze Sache hier geraten? I've always been fascinated by birds. If you ever research Earth species, there are thousands of them, so colorful and distinct. Here we got 11 flavors of terror rays and not much else. That kind of variety? I mean, gosh, seems almost impossible. The other thing about birds, though, is their environmental indicators. Wenn sie aussterben, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Exactly. I started thinking about everything we see around Halcyon, and all the things we don't see. Zum Beispiel? For starters, you rarely come across anyone living in Byzantium who wasn't born here, even though we get ships in all the time. Trust me, anyone with a lick of sense gets out of here as soon as possible. But most people don't. In fact, most people stay exactly where they start. Doesn't that seem strange to you? Das tut es. And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box around here. People would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course. Na, so läuft das doch immer. Sure, that part is. That's why they install shredders in those boxes after all. But one day the shredder broke. No one came to fix it. And since it wasn't working, we didn't have anywhere to file our complaints. So you can imagine how messy things got. I bet your repair folks couldn't find parts. Back in Edgewater, I'd have to take something apart just to put another thing back together. Might have been the paperwork. Here,
You have to append forms to your forms, and law help you if there's a single dash out of place. Und? At first, management put up an out-of-order sign, but that just seemed to worry people, like they were advertising something wasn't working. They eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations about it. But they never fixed it, never replaced it. Doesn't that seem odd to you? Jo. The whole episode made me wonder, if they can't fix something as simple as a suggestion box, what else aren't they fixing? After a while, I got connected with our mutual friend and started using my position here to feed him information when I could. That's it, really. Okay. Gut, dann mal ganz kurz ins Villenviertel wieder. Die Karte haben wir nämlich schon, um da reinzukommen. Ich bin mal jetzt so frech und gehe mal da oben hin. Oh, Akropolis Distrikt. Wächter Stalworth. The Acropolis District is off limits. Move along. Okay. Macht es dir was aus, wenn ich hier eine Pause mache? Diese ganze Pizza-Umschläge macht ungemein schlaucht. You could have asked me, you know. What in the law's name are you on about? Ich wollte dich bestechen, aber dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht genug bei mir habe. Honest mistake. Why don't you come back another time and we can take this from the top? 3.500 ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich will da nämlich auch gar nicht rein. Also jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ja. Da hinten gegenüber ist nämlich noch eine Tür, die habe ich nämlich auch noch nicht angeguckt. Oh, there. That's one right there. Was? Hortense Ingalbatskatze? Was wär's? How splendid. Another rung leech wandering through the streets of Byzantium. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. Aber dafür anmutig wie eine junge Raptidon. Admittedly. Now if only you could gracefully take a shower, preferably in whatever hovel you came from. Honestly, what is the board thinking letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Was ist das Problem, wenn mehr Leute nach Byzantium kommen? What's wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries. But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful, and this early retirement nonsense is making it even worse. Das ist eine furchtbare Einstellung, du solltest nicht so auf andere herabblicken. Oh, do spare me your petty judgment. It's beneath me. Millions and millions of bits beneath me. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Nun, also die meisten Wettbewerbe haben einen inhärenten Selektionsbias, also technisch betrachtet. Oh Gott. Oh, by the law. I mean the principle of it, not the mechanics. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? She's got a point. We're probably gonna get shot at anyway. Might as well make a few bits. Yes. Listen to your... What is that person's job exactly? Are they your secretary? Personal masseuse? Or do you just keep them around as a mobile armrest? Well, it doesn't matter. What's important is that you think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to lend me your services. Aren't you? Jo, ich schau mich um. Fantastic. Consider yourself employed, vagrant. I hear the chosen retirees all enter the retirement district via the port landing pad, but it's completely locked down. You'd never get in that way. Unless, of course, you had a wealthy, beautiful benefactor of impeccable social pedigree, which you do. How fortunate for you.
These codes will get you past the lockdown. Oh, and don't worry about subtlety. I don't care how you deal with security, just correct this injustice at all costs. Okay. Wie bist du an diese Zugangscodes gekommen? The same way anyone gets anything here, of course. I made friends with the right people. Bits might earn you a place in Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. For favors like this, you need to spend... let's call it social capital. Now, do we have any further business, or are you just here for the repartee? Wenn der Vorstand keine Leute in die Stadt lassen soll, was machst du dann hier? I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Tile, you see. Was ist CIO? Chief Idea Officer. He came up with all the best ideas for their products. You know the font they use for Stogie Slims? That was him. Well, he described the idea of it to their font development team, then picked it from a list of choices, but that's basically the same thing. It was a very long list. Welche Anliegen hat er denn gehabt? Let's see. He picked the colors they included in rainbow chips. No one else wanted purple, but he insisted. Everyone loves the purple ones. And you know how the Cosmic Smokes logo has an eye in the middle of a heptagon? He said that one came to him in a dream. He was a true visionary, so far ahead of his time. Danke. You're welcome. So, hier ist eigentlich ein Gebäude, wo ich aber nicht reinkam. Okay, alles klar. Aber hier habe ich 18 Meter. Achso, in die Richtung. Ich habe theoretisch einen Ausweis und komme da durch. Und ich muss mal die Quest auch aktivieren, damit ich... Achso, die ist aktiv. Keep your shoulders up. How did you get in here? Hallo! You're not one of my guards. What are you doing here? Oh, my law. Captain! Captain! That's the minister! Mr. Clark! Oh, wow! So, this is one of the guys who runs the colony, huh? Small room for a big shot. If this is about another Aetherwave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Ich bin wegen des Dimethylsulfoxids hier. Drugs, of course. What else would it be? I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. Oh mein Gott. I don't know if our chemicals are here, but this guy is definitely not. Will that be all, then? Ich habe hier Unterlagen, die belegen, dass du Dimethylsulfoxid in rauen Mengen besitzt. Oh dear, I don't think I can say this any more slowly. Unless... Of course. It's Rockwell again. Who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Soll jetzt lieber schnell anfangen mit etwas Vernünftiges. Du sagst vorhin schon, dass den Rockwell hatte ich hier eingesperrt? Ach ja. You are a quick study, indeed. I've long suspected Rockwell of transacting business in my name, but this proves it. Yeah, sure. It's always someone else who ordered the hookers and energizing ointment. Please, this is important. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Und du erwartest, dass ich das glaube? After seeing this place, is it really a stretch? I've been confined to this house for years, and even I can tell you, things aren't right in Halcyon.
Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This all feels off, Captain. Like when there's a storm coming, but everything's quiet and still. Believe me, things have been off around here for a very, very long time. A reckoning is most certainly due. We really gonna do this? Getting involved is a messy business, and it rarely pays. This is about more than bits. This is about the survival of the colony. If you don't help, who will? Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Sag mir einfach, wie ich da hinkomme. Via the Acropolis District, of course. That's where the most important corporate and government facilities are. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Und was tue ich, sobald ich in das Akropolis-Viertel gereicht habe? When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. Na gut, dann mache ich mich auf den Weg. Wait! Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. Was befindet sich auf diesem Modul? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. You're awful trusting for a guy who's been locked in his own house for years. The Earth Directorate is our best hope. Even Rockwell's resources are no match. And it is hardly in their interest to let Halcyon crash. Guter Plan. Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis District. Okay, cool. Das machen wir allerdings jetzt gerade nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das so ins Endgame reingeht schon. Ich möchte nämlich zuerst andere Sachen noch machen. Ich gehe... ich kann hier nicht schnell reisen, okay. Warum kann ich hier nicht schnell reisen? Ich gehe nach Byzantium. Kann ich jetzt schnell reisen? Ich mache jetzt nämlich zuerst die anderen Quests. Und zwar machen wir jetzt das Ruhestandsviertel. Das habe ich ja schon einmal gesehen, da war ich ja schon einmal. That's the last of them. Tada! Tür aufschließen. Welcome to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of your days living the high life in your own private district in Byzantium. When Du bist besonders. Jeden Monat melden sich 100.000 Arbeiter im gesamten Halcyon-System für das vorzeige Ruhestandsprogramm. Das sind nicht nur Arbeiter auf Terra 2, sondern auch Bewohner der Groundbreaker und Hephaestus. Und auch nach der Entfernung unerwünschter und unqualifizierter Kandidaten werden nur 2,3% der verbliebenen Antragsteller in frühzeitigen Ruhestand übernommen. Ich hoffe, dass du du hast bei deinen Nachbarn angegeben, bevor du los bist. Du hast echt über die Wahrscheinlichkeit triumphiert, Champ. you arrive, you'll be whisked away to your very own luxury. Wusstest du schon, das Auswahlsystem zum vorzeitigen Ruhestand ist das rigoroseste und modernste Lotteriesystem der gesamten Galaxis und so funktioniert es. Der Name jedes Kandidaten und jeder Kandidatin wird auf einem Plastikball gedruckt. Der Plastikball wird mit 1000 anderen in einen Turbobeschleuniger geladen. Ein Team aus fortschrittlichen Robotereinheiten bestätigt zufällig ein komplexes Flaschenzugsystem. Die Bälle werden durch einen Turbobeschleuniger in einen Supraleiter gelenkt. Von dort werden sie auf ein speziell kalibiertes Genauigkeitsmatrix gefeuert. Der erste Ball, der das Zentrum der Genauigkeitsmatrix erreicht, ist der Tagessieger. Also das ist Lotto.
Durch diese Methode stellt die Halcyon Holdings Corporation sicher, dass alle vorzeitigen Ruheständler mit absoluter Neutralität und minimalen Kollateralschäden ausgewählt werden. Penthouse. Furnished exclusively by 24/7 Furniture's Deluxe Falscowood Collection. Ja. Das Ruhestandszentrum ist der sicherste Ort im gesamten System. Seit der Errichtung wurden in seinen Mauern noch kein einziges Verbrechen begangen. Wow. Und das rührt alles von der harten Arbeit der Männer und Frauen in Schwarz-Weiß. Herr Universal Defense Logistik. An jedem Tag ist UDL Security damit beschäftigt, die Bürger vom Byzantium zu beschützen. In ihrer Jurisdiktion richten bestimmt keine Aufrufe Chaos an. Gönnt ihr also eure verdiente Rast oder dem wachsamen Auge von UDL Security, Ruheständler. Ob bei Freizeitaktivitäten oder beim Entspannen zu Hause, UDL behält euch im Auge. Das vorzeitige Ruhestandsprogramm wurde persönlich geschaffen von Erdminister Aloysius Clark mit der Unterstützung vom Vorstandsvorsitzenden Rockwell. Minister Clark und Vorstandsvorsitzender Rockwell sind der festen Überzeugung, dass jeder Arbeiter und jede Angestellte in Halcyon eine faire Chance haben sollte, die Schönheit und den Luxus von Byzantium selbst zu erfahren. Bevor ihr also diesen Fahrstuhl betretet, euch zurücklehnt und den Ruhestand genießt, denkt an euch, bei Minister Clark zu bedanken. Ohne ihn wärt ihr nicht hier. Is not responsible for any injury, psychological damage, or divorce litigations that occur during the assembly process. Ja, sicherlich hattest du eine tolle Zeit mit deinen Anmeldeformularen zum vorzeitigen Ruhestand, aber wir wissen, dass selbst aufregendste Formulare auf 87 Seiten etwas fade werden. Glücklicherweise hat sich deine harte Arbeit wirklich ausgezahlt. Jetzt, wo wir Details wie deine Schuhgröße, deine Blutgruppe und deine Zahnarztunterlagen kennen, können wir deinen vorzeitigen Ruhestand genau auf dich anpassen. Jedes Detail wird perfekt auf deine einzigartigen Bedürfnisse angepasst. Genau wie Hammersmith-Waffen exakt auf deinen persönlichen Kampfstil passen. Genau was du willst, Hammersmith. You'll have the chance to explore. Hier in Byzantium sorgen Robotereinheiten dafür, dass euer Leben sauberer, leichter und effizienter wird. Genau wie im Rest der Stadt fegen die Kolonnen aus Robotereinheiten regelmäßig die Straßen des Ruhestandsviertels, um ihn nach den klassischen Byzantium-Glanz zu verpassen. Aber das ist auch noch nicht alles. Sie kümmern sich auch um deine persönlichen Bedürfnisse. Willst du ein Getränk ordern? Robotereinheiten bringen es dir direkt an den Tisch. Hast du das Getränk in deinem neuen Penthouse verkippt? Robotereinheiten wischen die Sauerei auf. Sie tragen dir sogar dein Gepäck hinterher. Natürlich erst, wenn es von der Sicherheit überprüft und aus unserer Zolllager freigegeben wurde. Wenn also auf einmal 400 Kilo Stahl auf dich zuwalzen, keine Panik. Wahrscheinlich hast du nur deine Happy Dale Farms Woolly Curds fallen lassen. Hoppla, keine Sorge, wahrscheinlich ist die immer noch gut. Your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants? Like CMP's Blazing Borscht Barbecue? Vor deinem neuen Leben im Byzantium musst du im Einklang mit unseren Sicherheitsvorkehrungen den folgenden Bedingungen zustimmen. Du, hier noch als Angestellter bezeichnet, stimmst den Regeln und Vereinbarungen zu des Zentrums und vorzeitigen Ruhestand der Halcyon Holdings Corporation, hier nach Zentrum zu, der oder die Angestellte bestätigt die Regeln des Zentrums wie in Artikel 3 Abschnitt 5 Klausel 27 des Ruhestandswillkommenspakets aufgeführt, gelesen und verstanden zu haben. Der oder die Angestellte bestätigt darüber hinaus, dass dieses Paket auf dem Weg zum Zentrum erhalten zu haben. Im unwahrscheinlichen Fall der Verletzungen, Todesfällen oder deren Verlust von persönlichen Gegenständen haftet allein der oder die Angestellte für den jeweiligen Vorfall. Die Halcyon Holdings Corporation und alle ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Verantwortung für den Vorfall und bieten keinerlei Entschädigungsprogramme an. Sollte das Zentrum verlorene oder gestohlene persönliche Gegenstände bergen können, ist der oder die Angestellte verpflichtet, sie binnen 48 Stunden abzuholen oder seine oder ihre Besitzansprüche gelten als erloschen. Hat der oder die Angestellte zu diesem Zeitpunkt Zweifel an einem Leben im beispiellosen Luxus, so möge er oder sie dieses Terminal verlassen und zum Landeplatz des Zentrums zurückkehren. Dort kann der oder die Angestellte sein oder ihr Gewinnerticket für den vorzeitigen Ruhestand abgeben und das nächste Transportschiff betreten. Keine Sorge, das Ticket wird nicht verfallen. Es wird an eine weitere hart arbeitende Person übergeben, um die Population des Zentrums auf ihrem Idealniveau zu halten. Andernfalls sollte der oder die Angestellte nun bereit sein, den letzten Abschnitt der Reise in den vorzeitigen Ruhestand zu beginnen und alle Annehmlichkeiten des Zentrums zu genießen, so möge er oder sie schaltfähig ich stimme zu betätigen. Ich stimme zu. Glückwunsch! Or maybe you'd like to head to the bar and enjoy an ice-cold Zero-G brew by Spacer's Choice. Zero-G brew, an ale that's good for what ails you, although in the early retirement district, nothing will. Warum habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt in so eine Anlage komme, wo alle Leute sterben? Ja. Ich bin allein. Warum bin ich allein? Lee? Oh Gott.
TL-Kundendienst. Ich beantrage hiermit die Reklamation meiner neuen TL-Schockkanone. Das Marketing bewertet die Waffe als das verlässlichste Werkzeug zum Rückstellen von ungehorsamen und unhöflichen Robotereinheiten. Ich muss jedoch feststellen, dass sie eine Ladehemmung hat, wenn man sie in eine Energiezelle lädt, die mit einem eigenen Blut besudelt ist. Ich habe seit 7 Jahren ausschließlich Waffen von TL verwendet. Sollte diese Angelegenheit sich nicht klären lassen, habe ich leider einen treuen Kunden verloren. Ich werde ebenfalls einen treuen Kunden verlieren, falls ich sterbe. Ich soll also besser hoffen, dass ich das Blut wieder in meinen Körper zurückbekomme. Gleich. Verriegelt. Ich möchte mal ganz kurz hier noch mich ganz schnell hier umschauen. Das sind hier nur die Wachposten. Mehr war hier nicht. Luke aufschließen. Ja, ihr tut ja nichts, ne? Hier ist auf jeden Fall Exit. Ich glaube, hier war ich schon mal, ne? Ich muss jetzt hier nur wieder hochfinden. Oh. Okay. So, wie komme ich jetzt am schnellsten? You take real good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. Kept me alive this long. I mean, you treat it nice. Makes me happy to see, because I feel the same way about my wrench. Oh, there. I must admit, I'm getting a certain thrill out of our little arrangement. If this goes well, perhaps I'll start hiring wandering delinquents to handle all of my affairs. It is going well, I hope. Wie sich herausstellt, ist der Vortrag schon weniger ein Leben im Luxus als vielmehr eine brutale Hinrichtungskammer. What? You mean it's just a sham they perpetuate so they can dispose of the rabble? That's brilliant. Was? To take the most burdensome members of our society and simply remove them. Oh, I'll never doubt the wisdom of the board again. Why, I had no reason to be envious at all. What a relief. Ich gebe, ja gut, ich hätte wirklich mit dieser Reaktion rechnen sollen. And how else would I react? A vagrant such as yourself couldn't possibly appreciate the emotional burden this news has lifted from my shoulders. But regardless of your ignorance, I promised you a fee for your services, so a fee you shall have. Na, vergiss es. What, because of the violence? Ja, They were just automechanicals. But suit yourself, I das suppose. ist ein bisschen zu brutal. In any event, Ich will while nichts. I'm deeply grateful for the peace of mind you've brought me, I will need some solitude to fully bask in it. So if there's nothing further... Nee, ich gehe. Wird beim Vorstand gesenkt, das ist mir so relativ egal jetzt gerade. Verbittert ist er. Ja, mein Gott. Stadt und die Sterne, das machen wir dann wann anders. Lilia Hagen, das ist die Groundbreaker.
Das ist Fallbrook. Das ist Parvati auf dem Schiff. Das ist da drin. Das ist Emerald Whale. Okay, auch das Schiff. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? I swear, next time we put into Groundbreaker, I'm gonna do it. I'm gonna ask her over. Oh, I'm so nervous. Having trouble focusing on my work. Ich bin gespannt, ob sie es auch wirklich macht. Du hast ein Handwerk von deinem Vater gelernt, also hat sich's angehört, als ob du mit Reed geredet hast. Was? Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. Ich verstehe nicht, was dann komisch sein soll. He meant funny as in odd. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Aber du magst deine Arbeit ja wirklich gut und sie macht dir Spaß. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Nach der Schule bist du also nach Edgewater? Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. Konntest du noch mehr Zeit mit ihm verbringen, nachdem du deine Schule zurückgekommen warst? About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh, look at the time. Sorry to bend your ears so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Gut. Jetzt wartet mal. Tagebuch. Das ist dort. Das ist die Groundbreaker. Das ist Fallbrook. Das ist die Groundbreaker. Das ist Halcyon, also praktisch hier blablabla, Byzantium. Das ist Emerald Whale, Edgewater. Machen wir das da. Vielleicht kriege ich dann auch Plünderer. I believe you're... We are now in orbit above Edgewater, Captain. Good luck, Captain. Okay, was ist eigentlich das? That was quick. Real slick. Ach, das ist okay, alles klar. Ich weiß, wo ich bin. Okay. Ich bin direkt hier gelandet, alles klar. Jetzt hat's. Hier oben muss ich ganz Halcyon einen Tag, alles klar. Das machen wir allerdings alles in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann.